Rechtsklick in Windows 11 und schon ist die Hälfte der Optionen weg. Eigenschaften, anpassen, 7-Zip, Dateien entpacken, alles versteckt hinter weitere Optionen anzeigen. Das alte Windows 10 Kontextmenü kannst du mit einem einzigen Befehl zurückholen. Wie das genau funktioniert und wie du es auch wieder rückgängig machen kannst, das zeige ich dir jetzt. Bevor wir anfangen, ein wichtiger Hinweis: Du änderst hier einen Registry-Eintrag. Das ist sicher, wenn du dich genau an die Anleitung hältst, aber alles auf eigene Gefahr. Als erstes öffnen wir die Eingabeaufforderung als Administrator. Dazu klickst du auf Start, tippst CMD ein und wählst als Administrator ausführen. Jetzt kommt der eigentliche Befehl. Diesen packe ich dir unten in die Videobeschreibung, damit du ihn gleich herauskopieren kannst. Der Befehl lautet reg.exe, dann add, dann fügen wir einen Registry-Schlüssel hinzu. Das ist der Pfad zur Kontextmenü-Einstellung für den aktuellen Benutzer und das legt einen leeren Standardwert fest und überschreibt ohne Rückfrage. Wenn du auf Enter drückst, sollte der Vorgang wurde erfolgreich beendet erscheinen. Und jetzt der Test. Wir starten den Explorer neu, klick mit der rechten Maustaste auf die Taskleiste, Task Manager und wir geben oben in der Suche Explorer ein und Task neu starten. Der Bildschirm flackert ganz kurz, das ist normal. Jetzt machen wir einen Rechtsklick auf den Desktop und da ist es, das vollständige Kontextmenü aus Windows 10. Eigenschaften, anpassen, alle 7-Zip-Optionen, alles direkt sichtbar, ohne den Umweg über weitere Optionen anzeigen. Und falls du das alte Menü doch wieder loswerden willst, ist das genauso einfach. Derselbe Befehl, nur mit Delete statt Add. Das heißt ganz normal wieder die Eingabeaufforderung aufrufen und reg.exe, Abstand Delete und den Schlüssel aus der Beschreibung kopieren und wieder einfügen. Und wenn alles geklappt hat, steht auch hier am Ende, dass der Vorgang erfolgreich beendet wurde. Und nicht vergessen, im Task Manager den Explorer neu starten. Wenn dir das Video geholfen hat, lass gerne einen Like da und abonniere den Kanal. Schreib mir auch gerne in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.